Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Teamabend bei Real Madrid. Gestern haben sich unsere Jungs ohne Vorstand, ohne Physios, ohne Trainer nur alleine zusammengesetzt, zu Abend gegessen und sich auf den Rest der Saison eingeschworen. Und das Ganze fast bis 3 Uhr morgens. Was da los war, wer bezahlt hat, wo das stattgefunden hat, etc. All das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Dann unterhalten wir uns über schlechte Nachrichten für Jude Bellingham. Seine Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Auf der anderen Seite gute Nachrichten für Dani Carvajal. Er hat sich wohl mit Álvaro Arbeloa ausgesprochen. Und zu guter Letzt gibt es heute auch Gossip auf diesem Kanal. Ist es in der Kabine zwischen zwei Schwergewichten zu einem Streit gekommen während einer Halbzeitansprache? Ja, all das erfahrt ihr in diesem Video. Wie ihr hört, es wird sehr spannend. Viel Spaß dabei. Ja, zunächst einmal muss ich dieses Video mit einem Geständnis beginnen. Gestern Abend, anstatt mich vernünftig auf dieses Video vorzubereiten, Quellen zu suchen etc., habe ich West Ham gegen Manchester United geschaut. Nicht etwa, weil ich Casemiro unterstützen wollte, sondern weil irgendein Typ, den ich nie in meinem Leben treffen werde, nicht zum Friseur geht. Ich bin wirklich gespannt, wer von euch dieses Spiel gestern auch nur aus diesem Grund gesehen hat. Für diejenigen, denen jetzt der Kontext fehlt, das ist Frank Illet. Der hat vor 1,5 Jahren gesagt, er wird sich nie wieder die Haare schneiden, bis Manchester United nicht 5 Siege am Stück hat. Und jetzt hatten sie gestern 4 Siege am Stück, haben gegen Arsenal gewonnen, gegen Manchester City, gegen Tottenham, also gegen gute Mannschaften. Und gestern spielen sie 1:1 in West Ham. Naja, für den Jungen und seine Karriere ist das wahrscheinlich das Beste, was passieren konnte. Aber ich bin mal gespannt, wer von euch, genau wie ich gestern, West Ham gegen Manchester United geschaut hat. Und macht euch keine Sorge, natürlich habe ich weitergearbeitet. Ich war gestern bis 2 Uhr morgens dran, habe also alles, was ihr heute seht, doppelt und dreifach gecheckt. Ja, aber jetzt wieder zurück zu Real Madrid. Unsere Jungs hatten gestern ihr erstes Training in dieser Woche, bereiten sich vor auf das tolle Spiel am Samstag gegen Real Sociedad. Real Sociedad kommt in einer tollen Verfassung. Da muss sich Real Madrid deutlich steigern. Ja, damit sie das tun, gab es am Abend auch diese Versammlung, aber dazu kommen wir später. Zunächst einmal zeige ich euch, wie ihr seht, das Training von gestern. Wer natürlich bei diesem Training nicht dabei war, ist Jude Bellingham. Wir wissen, er hatte sich vor dem Anstoß gegen Rayo Vallecano schon an den Oberschenkel gefasst. Und 8 Minuten später, genau an der Stelle, wo er sich vorher schon hingefasst hat, ja, sagt der Körper nein, danke, bis hierhin und nicht weiter. Und wir alle waren sauer, sowohl auf Bellingham als auf Arbeloa, also ich zumindest, dass sie da etwas versucht haben, übers Knie zu brechen, was einfach nicht richtig war. Man spielt nicht mit der Gesundheit von Spielern. Und ich war sauer, weil ein Bellingham 4 Wochen ausfallen sollte. Doch gestern Ramón Álvarez de Mon mit der Hiobsbotschaft, die Verletzung von Bellingham ist anscheinend doch schlimmer als gedacht und er soll nicht 4, sondern fast 8 Wochen ausfallen. Ich weiß nicht, ob die Kommunikation von Real Madrid die Fans etwas beruhigen sollte nach dieser Szene, wo er sich vorher schon an den Oberschenkel gefasst hat, oder ob es Komplikationen bei der Rehabilitation gerade gab. Tatsache ist, Ramón Álvarez de Mon gestern mit der Info, Jude Bellingham wird länger ausfallen als gedacht. Für mich ist das ein großer Schlag. Ich finde, Jude Bellingham ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und wenn die Mannschaft funktionieren soll, auf dem Niveau, auf dem wir funktionieren sollen, brauchen wir einen topfitten Jude Bellingham. Ja, das war also eine sehr schlechte Nachricht für den Madridismo. Dafür gab es auf der anderen Seite eine gute. Ich berichte euch seit 2-3 Tagen über die Probleme von Dani Carvajal mit Álvaro Arbeloa, mit seiner Situation, wie unzufrieden er ist. Er möchte zur WM, bekommt aber keine Spielzeit etc. Und ich habe gestern in meinem Video gesagt, warum setzen die sich nicht zusammen? Ja, und das haben sie anscheinend gestern gemacht. Hören wir da zusammen. Einmal rein. Gipfeltreffen in Valdebebas zwischen Dani Carvajal und Álvaro Arbeloa.
Der Kapitän von Real Madrid und sein Trainer haben sich zusammengesetzt, um über seine Situation zu sprechen. Alles eskalierte nach dem Spiel im Mestalla, dieses Gespräch zwischen Carvajal und Pintus und dass der Real Madrid-Profi nicht versteht, warum David Jiménez in der Startelf stand und Trent Alexander-Arnold ihn dann ersetzte. Carvajals Situation zieht sich schon länger hin. Am 4. Januar kehrte er ins Team zurück. Seitdem gab es 10 Nominierungen, in denen er nur 27 Minuten gegen Albacete und Monaco gespielt hat. So haben sich Carvajal und Arbeloa heute Morgen zusammengesetzt und ein entspanntes Gespräch geführt, bei dem sie sich gegenseitig ihre Meinung gesagt haben, was Carvajal über seine Situation dachte und was Arbeloa über Danis mögliche Leistung dachte. Was wird jetzt passieren? Dass beide vereinbart haben, an einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten, ihre Wege zu vereinen, nach dem besten Weg zu suchen, damit Carvajals Situation gelöst wird, damit der Trainer auf ihn zählt und damit Dani wieder so spielen kann, wie er es bis zu seiner Verletzung getan hat. Ja, und so gehört sich das. Ein Trainer und ein Spieler können unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss das, vor allem wenn es der Kapitän der Mannschaft ist, doch in einem 4-Augen-Gespräch klären. Ein Carvajal kann dem Arbeloa seine Seite der Dinge erzählen, ein Arbeloa kann ihm seine Meinung geben und am Ende gibt man sich die Hand. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ein Dani Carvajal immer 90 Minuten spielen muss. Genau das Gleiche, was ich zu Vinny, Bellingham, Mbappé, Valverde sagen, keiner muss hier immer 90 Minuten spielen. Das ist kein gutes Signal an die Mannschaft, aber das bedeutet, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass Arbeloa ihm sagt, hör mal, ich denke, du bist gerade nicht so weit, du hilfst der Mannschaft gerade nicht weiter. Und Carvajal sagt, weißt du was, okay, dann arbeite ich noch härter an mir und in 2-3 Wochen, wann auch immer du meinst, kriege ich vielleicht mal eine halbe Stunde anstatt 10 Minuten und am Ende wird sich zeigen, ob Carvajal der Mannschaft helfen kann oder nicht. Also wie gesagt, für mich eine sehr schöne Nachricht. Das sind auch 2 Charaktere, in Carvajal und Arbeloa, von denen ich sowas verlange. Ja. Also, das war eine gute Nachricht. Und bevor wir zur Information kommen, zum Mannschaftsabend, wo ich euch erzähle, wie gesagt, wo das stattgefunden hat, wer eingeladen hat, wer bezahlt hat und etc. Ja, kommen wir jetzt zu ein bisschen Gossip. Und zwar wieder El Chiringuito. Ich sag jetzt immer wieder das Gleiche. Ob diese Nachricht jetzt wahr ist, kann ich nicht verifizieren. Ich bin nicht in der Kabine von Real Madrid. Aber El Chiringuito hat eine Information gebracht. Ja, der kann ich glauben. So formuliere ich das mal so. Ob ihr der glauben möchtet oder nicht, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Aber ich finde sie sehr, sehr spannend. Also hören wir da zusammen einmal rein. Ich erzähle von einem Vorfall, der sich am 17. Januar ereignete. Exklusiv. In der Halbzeitpause des Spiels Real Madrid gegen Levante, das berühmte Spiel mit den Pfiffen, nach dem Ausscheiden von Madrid gegen Albacete. Ja. Nun, das Spiel läuft, wie ihr wisst, in der ersten Halbzeit nicht gut für Madrid. Es gibt Pfiffe gegen mehrere Spieler. Und in der Pause kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Schwergewichten. Echten Schwergewichten. Den allergrößten. Da ist ein Spieler, der in die Kabine kommt. Nun ja, und er ist es, der seine Mitspieler immer wieder anstachelt, sie motiviert und dazu bringt, dass sie noch mehr Einsatz zeigen, mit noch mehr Intensität spielen, ihre Persönlichkeit auf dem Platz beweisen und den Ball nicht so leichtfertig und unüberlegt hergeben. Das Ganze in einem Tonfall zwischen Motivationsrede und Standpauke, um die Spieler wachzurütteln, die in dem Moment einfach nicht präsent waren. Und während das passiert, bietet ihm ein Spieler die Stirn. Also da ist ein Schwergewicht, das zur Mannschaft spricht und ein Teamkollege, der ebenfalls sehr wichtig ist und der übrigens, die Leute können sich ihren Teil denken. Er hatte keine gute erste Halbzeit, man kann sich ja denken, warum. Er sagt so etwas wie, auch wenn du die Tore schießt, spielst du nicht besser als der Rest der Mannschaft. Selbst wenn du das Tor machst, spielst du nicht besser als der Rest des Teams. Das endet in einem heftigen Wortgefecht zwischen den beiden. Es gibt keine Respektlosigkeiten, keine Beleidigungen, keine Konfrontation, bei der sie sich physisch zu nahe gekommen wären. Die anderen Spieler versuchen, die Lage zu beruhigen, aber es herrscht eine enorme Spannung zwischen diesen beiden Spielern, die in der Kabine wohl nicht weiter eskaliert ist. Ich weiß nicht genau, wie weit es ging, aber in dem Moment war es ein ordentlicher Krach zwischen 2 wichtigen Madrid-Spielern.
Ja, also Kabinenstreit zwischen zwei Schwergewichten in der Halbzeit des Levante-Spiels. Und ich sag euch, warum ich dieser Nachricht glaube. Ich glaube dieser Nachricht, weil die Mannschaft komplett frustriert war in dieser Halbzeit. Das ganze Stadion hatte die ausgepfiffen bis aufs Blut, dass sie dann in die Kabine gehen und alle unzufrieden sind. Ja, das ist ja das Normalste auf der Welt. Und ich schätze mal, wir sind uns alle sehr klar darüber, dass einer der zwei Protagonisten Kylian Mbappé ist. Wenn die Ansage ist, du machst zwar die Tore, spielst aber trotzdem nicht besser. Der Einzige, der die Tore macht, ist Kylian Mbappé, also der muss der einige sein. Der andere, auf Spanisch kam das noch klarer rüber. Der hat gesagt, der andere hatte eine sehr schlechte erste Halbzeit. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Also, weil das Stadion ihn ausgepfiffen hat. Da bleibt nur ein Bellingham oder ein Vini übrig. Oder ein Valverde vielleicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass das Vini war, wenn ihr mich fragt. Trotz alledem würde ich das jetzt nicht zu hoch spielen. Das ist eine Fußballkabine. Da sind junge Männer, die miteinander alles geben, die auf 180 Adrenalin sind und so ein Spiel gewinnen wollen. Erst recht, wenn das ganze Stadion die auspfeift. Das Wichtige ist, es gab keine Konfrontation, es gab keine Beleidigung, die standen sich nicht Gesicht gegen sich gegenüber. Nein, dass beide angefressen sind, im Gegenteil, das finde ich gut. Und die Mannschaft hat ja in der zweiten Halbzeit geantwortet. Also, ich würde das nicht überdramatisieren. Das passiert in einer Fußballkabine, das ist mir schon passiert. Ich habe es schon 100-mal in Fußballkabinen gesehen. Also, ich finde es normal. Trotzdem fand ich das ganz interessant. Und ich weiß nicht, ob ihr die Information schon woanders gehört habt. Deshalb bin ich mal gespannt. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, und jetzt zu guter Letzt kommen wir zur Einschwörung, zu der Mannschaftsversammlung gestern Abend. Fangen wir erst einmal damit an. Wer hat das organisiert? Vini Junior. Vini Junior hat die Mannschaft eingeladen, um sich auf den Rest der Saison einzuschwören. In seinem Restaurant in Madrid, das heißt 61. Das ist in Madrid, das gehört, ich weiß nicht, ob es ihm ganz gehört oder teilweise. Und fangen wir erst einmal mit der guten Nachricht an. Die gesamte Mannschaft war da. Und das finde ich persönlich schon sehr aussagekräftig. Wisst ihr, wie schwer es ist, so etwas zu organisieren? Aber Vini lädt ein, einer der Kapitäne der Mannschaft, und alle sind da. Das finde ich schon mal persönlich sehr, sehr gut. Auch keine Trainer, kein Vorstand etc., keine Frauen etc., nichts gegen Frauen und Familie und was auch immer. Aber das war gestern nicht der richtige Ort für irgendwelche Leute, die nicht in diese Kabine gehören. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber so etwas hat Real Madrid gebraucht. Dass die Jungs sich alle mal gegenüber sitzen, lange. Der Abend fing irgendwann um 10 Uhr an und der letzte ist um 3 Uhr morgens oder 10 vor 3 aus dem Restaurant gegangen. Dass die dann eine Menge Zeit hatten, dass die Spaß haben, schönes Abendessen genießen, hier und da mal einen trinken, aber dass die auch zusammen sich einschwören und sagen, so, bis hierhin und nicht weiter, das haben unsere Fans nicht verdient, ab jetzt zeigen wir ein anderes Gesicht. Also wie gesagt, mir macht so ein Abendessen sehr viel Hoffnung. Ich hoffe, dass die das jetzt auf dem Platz auch wieder zeigen. Ja, und jetzt hören wir uns noch weitere Informationen an, unter anderem, wer bezahlt hat. Es ist 10 vor 3 Uhr morgens und gerade eben ist der letzte Spieler von Real Madrid gegangen, der in diesem Restaurant im Zentrum von Madrid war, um mit seinen Kollegen das Motivationsessen für den Rest der Saison zu genießen. Es war Raúl Asensio, der Kanarier, der als letzter ging bei einem Essen, das gegen 9 Uhr abends begann, in diesem Restaurant, das Vinicius gehört. Nach 1:30 gingen die letzten Mitglieder des Vereins, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Dani Ceballos, und es war fast 3 Uhr morgens, als Raúl Asensio ging. Wer hat das Essen bezahlt? Ceballos hat es uns verraten, geteilt zwischen Vinicius und Kylian Mbappé. Es ist fast 3 Uhr morgens, um 10 müssen Arbeloas Männer in Valdebebas sein, denn um 11 Uhr ist Training hinter verschlossenen Türen. Ja, ihr habt es selber gehört. Kylian Mbappé und Vini Junior laden ein. Finde ich fair, das sind auch die beiden, die am meisten verdienen. Also die können da ruhig auch mal einladen. Und auf der anderen Seite, Raúl Asensio war der Letzte, der den Laden verlassen hat, um 10 vor 3. Aber die neuesten Informationen kriegt ihr hier. Heute Morgen, der Erste auf dem Trainingsgelände war unter anderem Raúl Asensio. Dani Ceballos etc. war auch einer der Ersten. Also die als Letztes gegangen sind, waren heute als Erste auf dem Trainingsplatz. Das ist auch ein gutes Zeichen. Wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Ja,
Bin ich gespannt, ob euch sowas albern vorkommt oder ob ihr so etwas genauso wichtig findet wie ich. Ich hoffe, dass die Jungs sich zusammenraufen, dass dieser Abend der Kabine gut getan hat und wir Madridistas endlich bessere Leistung auf dem Fußballplatz sehen. Ja, wie ihr gehört habt, eine Menge Themen, eine Menge Informationen. Belohnt dieses Video bitte mit einem Like, mit einem Kommentar. Teilt dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte machst das. Dann schaffst du es noch unter die ersten 25.000 und nimmst an der 25.000 Verlosung mit teil. Was das ist, was der Verlust ist etc. erfahrt ihr, wenn wir näher dran sind. Bis dahin, bis morgen. Allah!